Die Automobilindustrie steht am Rande einer Revolution. Und Toyota hat vielleicht gerade den ersten Schuss abgefeuert. Stellen Sie sich eine Innovation vor, die so bahnbrechend ist, dass sie den Markt für Elektrofahrzeuge in seinen Grundfesten erschüttert, ähnlich wie die Meiji-Restauration Japan umgestaltet hat. Der neueste, bahnbrechende Motor von Toyota hat sogar die Aufmerksamkeit des Tech-Milliardärs Elon Musk auf sich gezogen. Der glaubt, dass er die Elektroautoindustrie, wie wir sie kennen, in den Abgrund reißen könnte. Während Tesla und andere auf batteriebetriebene Fahrzeuge setzen, schlägt Toyota einen kühnen neuen Kurs ein. Einen, der die Zukunft des Verkehrs neu definieren könnte. Mit seiner wasserstoffbetriebenen Technologie, die lange Ladezeiten überflüssig macht, könnte dieser Motor der Durchbruch sein, der alles verändert. Könnte dies der Moment sein, der die Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie für immer verändert? Bleiben Sie dran, wenn wir in die Details eintauchen. Toyotas neuer Motor wird die EV-Industrie zerstören. Toyota hat im Stillen einen revolutionären Motor entwickelt, der die gesamte Autoindustrie umkrempeln könnte. Seit Jahren werden Elektroautos als die Zukunft gepriesen. Und Regierungen und Autohersteller liefern sich ein Wettrennen, um herkömmliche benzinbetriebene Autos zu ersetzen. Unternehmen wie Tesla haben die Vorreiterrolle übernommen und Elektroautos zum Mainstream gemacht. Aber Toyota folgt nicht der Herde. Stattdessen hat das Unternehmen eine neue Art von Verbrennungsmotor perfektioniert, der kleiner und sparsamer ist und mit mehreren Kraftstoffquellen betrieben werden kann. Darunter auch Wasserstoff. Das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie innovativ Toyota ist, von der bahnbrechenden Hybridtechnologie bis hin zur Revolutionierung der Fertigung mit seinem Just-in-Time-Produktionssystem. Während die meisten Autohersteller auf Elektroautos setzen, hat Toyota die Verbrennungstechnologie weiter verfeinert. Und das könnte sich nun auszahlen. Ihr neuester Motor ist Berichten zufolge dank eines kürzeren Kolbenhubs 10–20% kleiner als herkömmliche Motoren. Dies ermöglicht eine niedrigere Motorhaube, was sowohl die Aerodynamik als auch die Kraftstoffeffizienz verbessert. Kleinere Motoren bedeuten auch leichtere Autos, was sich positiv auf Leistung und Fahrverhalten auswirkt. Aber lassen Sie sich von seiner kompakten Größe nicht täuschen. Dieser Motor hat es in sich. Durch die Integration von Elektromotoren sorgt er für schnelle Beschleunigung und sofortiges Drehmoment. Der eigentliche Clou: dieser Motor ist nicht auf Benzin beschränkt. Er kann mit synthetischen Kraftstoffen, Biodiesel und vor allem mit Wasserstoff betrieben werden. Im Gegensatz zu Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen, die Elektrizität erzeugen, verbrennt der neue Motor von Toyota Wasserstoff direkt, ohne Kohlenstoffemissionen, aber mit dem vertrauten Gefühl eines herkömmlichen Motors. Dies erleichtert sowohl den Verbrauchern als auch den Autoherstellern den Übergang zu sauberer Energie. Die Bedeutung dieses Durchbruchs wurde nach einem unerwarteten Treffen zwischen Tesla-CEO Elon Musk und Toyota Ende 2024 noch deutlicher. Könnte diese Innovation die Elektroautoindustrie umkrempeln und die Zukunft des Transportwesens neu gestalten? Die Antwort ist vielleicht näher, als wir denken. Musk, ein bekannter Verfechter von Elektrofahrzeugen, stattete dem japanischen Hauptsitz von Toyota einen unerwarteten Besuch ab. Das Treffen dauerte über 6 Stunden und wurde streng geheim gehalten. Quellen berichten, dass der CEO von Toyota Musk persönlich eingeladen hat, um sich die neueste Technologie anzusehen. Die Geheimhaltung des Treffens führte in der Branche zu Spekulationen darüber, was Toyota mit dem Tesla-Chef teilen könnte. Musks Erscheinungsbild hat sich nach dem Treffen deutlich verändert. Im Gegensatz zu seinem typisch selbstsicheren Auftreten schien er in Gedanken versunken zu sein, wie ihm nahestehende Personen berichten. Musk antwortete auf eine kurze, aber verblüffende Frage zu seinem Besuch mit der Aussage, dass Toyotas neuer Motor die gesamte Elektroautoindustrie zerstören wird. Diese Aussage des Mannes, der Tesla zum erfolgreichsten Elektroautounternehmen der Welt gemacht hat, erschütterte die Autoindustrie. Wenn Toyotas Wasserstoffmotor wie erwartet funktioniert, könnte die bisherige Dominanz der Elektroautos in Frage gestellt werden. Die hohen Kosten der Batterien, ihre Abhängigkeit von seltenen Materialien wie Kobalt und Lithium und die Notwendigkeit zahlreicher Ladestationen sind nur einige der Probleme, die die Einführung von Elektrofahrzeugen behindern. Mit der Wasserstoffverbrennung müssten sich die Fahrer keine Sorgen über lange Ladezeiten oder Reichweitenbeschränkungen machen. Es wäre so einfach wie das Tanken eines Benzinautos. Die Bedenken, dass wasserstoffbetriebene Fahrzeuge die Elektrizitätsinfrastrukturen nicht übermäßig belasten.
nehmen zu, je mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen. Obwohl dieser Motor von Toyota noch nicht offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, gehen Experten davon aus, dass er bereits ab 2026 in Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen könnte. Das Unternehmen hat die Ernsthaftigkeit dieses Plans durch die Anmeldung mehrerer Patente für Verbesserungen an Verbrennungs- und Hybridmotoren bewiesen. Die Autoindustrie könnte gezwungen sein, die Idee zu überdenken, dass Elektrofahrzeuge der einzige Weg in eine umweltfreundlichere Zukunft sind, wenn Toyota erfolgreich ist. Diese neue Technologie lässt vermuten, dass die Zukunft des Verkehrs eher aus einer Mischung verschiedener Lösungen als aus einer einzigen Methode bestehen könnte. Während Elektrofahrzeuge weiterhin zum Einsatz kommen werden, könnten Wasserstoffverbrennungsmotoren eine sauberere Alternative ohne die Nachteile der Batterieabhängigkeit darstellen. Mit diesem Durchbruch stellt Toyota die Annahme in Frage, dass die Zukunft rein elektrisch ist und beweist einmal mehr, dass das Unternehmen führend in der Automobilinnovation ist. Aber wie hat sich Toyota von einem kleinen Unternehmen, das Textilmaschinen herstellt, zu einem der innovativsten Automobilhersteller der Welt entwickelt? Finden wir es heraus. Die tiefe Geschichte von Toyota. Die Geschichte von Toyota ist von ständiger Innovation und Verbesserung geprägt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfand Sakichi Toyota eine einzigartige Webmaschine, die sich im Notfall selbst stoppen konnte. Später wurde dieses Konzept, das als Jidoka oder Automatisierung mit menschlicher Handschrift bekannt ist, zu einem Schlüsselelement von Toyotas Automobilproduktionsprozess. Kiichiro Toyota, der Sohn von Sakichi, beschloss, den Schwerpunkt des Unternehmens auf die Automobilproduktion zu verlagern, nachdem er beobachtet hatte, dass amerikanische Unternehmen viel Zeit und Material verschwendeten. Entwickelte er die Just-in-Time-Produktion als effizientere Methode zur Herstellung von Automobilen. Dieser Ansatz sorgte dafür, dass Teile nur dann hergestellt wurden, wenn es notwendig war, und verringerte so die Verschwendung und verbesserte die Produktivität. Seine Konzepte bildeten die Grundlage für das Toyota-Produktionssystem, das den Fabrikbetrieb weltweit revolutionierte. Toyota wuchs dank seiner Fähigkeit, sich an veränderte Umstände anzupassen. Als die Benzinpreise während der Ölkrise 1973 stiegen, suchten die Verbraucher nach Fahrzeugen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch. Mit Fahrzeugen wie dem Corolla, die kompakter und sparsamer waren als viele amerikanische Fahrzeuge, war Toyota darauf vorbereitet. Toyota wurde dadurch zu einer angesehenen Marke. Anfang der 2000er Jahre brachte Toyota den Prius auf den Markt, das erste Hybridfahrzeug für den Massenmarkt. Durch den Einsatz eines Elektro- und eines Benzinmotors half er, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern. Damit hat Toyota die Automobilindustrie verändert und wurde zum Vorreiter bei umweltfreundlichen Fahrzeugen. Toyota ist auch für die Herstellung starker und langlebiger Motoren bekannt. Einer der berühmtesten ist der 2JZ, der in den 1990er Jahren eingeführt und im Toyota Supra eingesetzt wurde. Autoliebhaber schätzen diesen Motor, weil er leistungsstark und zuverlässig ist. Toyota hat immer daran gearbeitet, seine Motoren zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde die variable Ventilsteuerung mit Intelligenz eingeführt, die dazu beiträgt, dass die Motoren weniger Kraftstoff verbrauchen und dennoch leistungsstark sind. Später entwickelte Toyota eine noch bessere Version namens Dual Valve TI, die sowohl die Ansaug- als auch die Abgassteuerung verbesserte. 2007 fügte Toyota die Valvematic hinzu, die den Luftstrom des Motors anpasst, um noch mehr Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern. Toyota war auch das erste Unternehmen, das Magerverbrennungsmotoren in großem Maßstab herstellte. Diese Motoren verbrauchen mehr Luft und weniger Benzin und tragen so zur Verringerung der Umweltverschmutzung bei. Als die Regierungen strengere Regeln für die Umweltverschmutzung aufstellten, verbesserte Toyota seine Gasmotoren und arbeitete gleichzeitig an neuen Kraftstoffarten. Das Unternehmen entwickelte Motoren, die mit verschiedenen Kraftstoffen wie synthetischen Kraftstoffen, Biodiesel und Wasserstoff betrieben werden konnten. Dies führte zu Toyotas neuester Innovation, einer neuen Art von Motor, der mit Hybridsystemen und saubereren Kraftstoffen arbeitet. Der neueste Motor von Toyota unterscheidet sich von denen anderer Automobilhersteller. Toyota hat einen kleineren, sparsameren Motor entwickelt, der auch mit Benzin betrieben werden kann
anstatt sich ausschließlich auf Elektrofahrzeuge zu konzentrieren. Aufgrund des kürzeren Kolbenhubs ist der Motor kleiner und hat eine bessere Aerodynamik. Um die Geschwindigkeit und das Ansprechverhalten des Fahrzeugs zu erhalten, hat Toyota zusätzlich Elektromotoren eingebaut. Die größte Neuerung ist, dass dieser neue Motor mit Wasserstoff statt mit Benzin betrieben werden kann. Das bedeutet, dass er ähnlich wie ein typischer Gasmotor funktioniert, aber nur Wasserdampf statt Kohlenstoff ausstößt. Der Wasserstoffmotor von Toyota könnte eine einfachere und umweltfreundlichere Alternative zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen sein, die Ladestationen und teure Batteriekomponenten benötigen. Toyota verfolgt die Idee des Kaizen, was so viel bedeutet wie immer besser werden. Anstatt alte Ideen zu verwerfen, macht Toyota sie besser. Dies hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Autoindustrie an der Spitze steht. Toyota ist der Meinung, dass es eine Vielzahl von Lösungen geben sollte, während sich viele Unternehmen nur auf Elektrofahrzeuge konzentrieren. Mit der Entwicklung von Hybridfahrzeugen und wasserstoffbetriebenen Motoren bietet Toyota den Verbrauchern zusätzliche Optionen für eine saubere Zukunft. Toyota trägt zur Entwicklung von Autos in einer Weise bei, die sowohl neu als auch nützlich ist, indem es auf Qualität, Effizienz und cleveres Design setzt. Doch während Toyota seinen Ansatz für kraftstoffsparende Motoren verfeinerte, schlug ein anderes Unternehmen einen völlig anderen Weg ein und trieb die Welt in Richtung einer rein elektrischen Zukunft voran. Wie haben Elon Musk und Tesla die Autoindustrie verändert und welche Herausforderungen haben sie dabei bewältigt? Sehen Sie weiter, um es herauszufinden. Geschichte: Entwicklung und Herausforderungen von Tesla Elektroautos. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob der bekannte Ingenieur und Geschäftsmann Elon Musk wirklich um die Umwelt besorgt ist oder ob sein eigenes Interesse nur den Automobilen gilt. Musk gründete Tesla Motors im Jahr 2003 mit dem Ziel, die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Wechsel zu sauberer Energie zu beschleunigen. Musk hatte schon immer einen großen Einfluss auf die Technologie, die Raumfahrt und die Automobilbranche. Als Tesla 2008 den Roadster auf den Markt brachte, änderte sich die Sichtweise der Menschen auf Elektroautos, da sie bewiesen, dass sie elegant, schnell und leistungsstark sein können. Nach dem Roadster stellte Tesla das Model S, das Model X und das Model 3 vor, die alle für ihre neue Technologie und ihr modernes Design gelobt wurden. Schockierenderweise wurden diese Autos bekannt, was andere Autohersteller dazu veranlasste, ihre eigenen Elektroautos zu produzieren, was dazu führte, dass Elektroautos fast überall verfügbar wurden. Unabhängig davon, dass Tesla den Markt für Elektroautos beherrscht, sagen viele Kritiker, dass Tesla den Luxus über die Senkung der Preise für Elektroautos für jedermann stellt. Wie andere Unternehmen, die sich auf andere Transportmittel konzentrieren, hat sich Tesla fast immer auf den Verkauf von Autos an Einzelkunden konzentriert. Obwohl die Produktion von Hochleistungsautos der Eckpfeiler des Geschäfts von Tesla ist, empfinden viele Menschen diese Luxusversionen als unerschwinglich teuer. Auch wenn Elektroautos die Umweltverschmutzung reduzieren, wirkt sich ihre Produktion dennoch auf die Umwelt aus, da sie Energie und natürliche Ressourcen verbrauchen. Dies zeigt, wie schwierig es ist, wirklich umweltfreundliche Verkehrsmittel zu entwickeln. Musk und Tesla haben sich vor allem auf Privatfahrzeuge und weniger auf den gewerblichen Verkehr konzentriert, auch wenn sie dazu beigetragen haben, dass Elektroautos mehr und mehr zum Standard werden. Tesla hat jedoch einige Maßnahmen in diesem Bereich ergriffen, wie die Einrichtung von Ladestationen an seinen Reparatur- und Einzelhandelsstandorten, die Mitarbeiter und Kunden zum Umstieg auf Elektroautos bewegen könnten. Die Entwicklungen von Tesla im Bereich der selbstfahrenden Technologie könnten auch die Art und Weise verändern, wie die Menschen zur Arbeit pendeln. Autonome Fahrzeuge könnten Mitfahrgelegenheiten erleichtern, was die Anzahl der individuellen Fahrzeuge, den Verkehr und die Umweltverschmutzung reduzieren würde. Musk hat schon immer Wert darauf gelegt, Branchen mit innovativer Technologie umzukrempeln. Neben Elektroautos hat Tesla den Standard für intelligente Autotechnologien und selbstfahrende Autos gesetzt, die die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss verbessern könnten. Musk hat auch Interessen außerhalb des Automobils. Er hat sich für Initiativen wie den Hyperloop eingesetzt, ein unterirdisches Hochgeschwindigkeitstransportsystem, das das Potenzial hat, den Langstreckenverkehr zu revolutionieren. Mit SpaceX hat er auch elektrisch betriebene Flugreisen erforscht und damit sein
Engagement für die Revolutionierung des internationalen Verkehrs unter Beweis gestellt. Trotz der Initiativen von Musk und Tesla zur Förderung einer umweltfreundlicheren Mobilität gibt es immer noch erhebliche Hindernisse, die einer wirklich umweltfreundlichen Mobilität im Wege stehen. Ladestationen sind ein großes Problem. Trotz des jüngsten Anstiegs gibt es immer noch nicht genügend Ladestationen, um die wachsende Nachfrage nach E-Fahrzeugen zu befriedigen. Es muss mehr in den Ausbau und die Verbesserung dieses Netzes investiert werden, damit das Aufladen für die Fahrer schnell und bequem ist. Um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten, ist außerdem eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und der Öffentlichkeit erforderlich. Es bedarf neuer politischer Maßnahmen und Anreize, um mehr Menschen zum Kauf von E-Fahrzeugen zu bewegen und Carsharing und andere Transportmöglichkeiten zu unterstützen. Doch während Toyotas neuer Motor die Elektroautoindustrie aufzurütteln droht, beweist Tesla mit seinem bahnbrechenden Motor, dass es immer noch die dominierende Kraft bei der Innovation von Elektrofahrzeugen ist. Elon Musks bahnbrechender Motor und seine Auswirkungen auf die EV-Industrie. Tesla hat einen neuen Elektromotor vorgestellt, der die Autoindustrie verändern könnte. Der Plate-Rotor-Motor mit Kohlefaserumhüllung soll Elektrofahrzeuge schneller, effizienter und langlebiger machen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Motoren aus Metallen wie Kupfer und Stahl ist dieser Motor mit einer hochfesten Kohlefaserhülle ummantelt. Der Motor hält die hohen Geschwindigkeiten aus, ohne dass es zu Ausfällen kommt, weil er so gebaut ist. Das Tesla Model S Plaid, das in nur 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen kann, zeigt bereits die Möglichkeiten des Motors. Nur wenige Autos, wie der Lucid Air Sapphire, können diese Geschwindigkeit auf dem Markt für Elektrofahrzeuge erreichen. Tesla geht es aber nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern auch darum, dass die Autos die Energie besser nutzen, sodass sie zwischen den Aufladungen sehr weit fahren können. Es war sehr schwierig, einen so starken Motor zu bauen. Eine der schwierigsten Aufgaben beim Bau dieses Motors war es, dafür zu sorgen, dass die Metall- und Kohlefaserteile sehr gut funktionieren. Das liegt daran, dass sie auf unterschiedliche Weise auf Hitze reagieren. Tesla setzte modernste Roboter und Maschinen ein, um zu lernen, wie man dieses Problem überwinden kann, sodass der Motor auch in rauen Umgebungen stabil bleibt. Ein leichterer Motor mit besserer Beschleunigung und längerer Lebensdauer ist das Endergebnis. Andere Automobilhersteller könnten diese Technologie nutzen, da Tesla beschlossen hat, seine Patente als Open Source zu veröffentlichen. Die gesamte Branche könnte sich auf schnellere und effektivere EVs zubewegen, wenn sie sich dafür entscheidet. Derzeit arbeiten Unternehmen wie Ford, General Motors und Rivian an ihren eigenen Elektrofahrzeugen. Aber sie haben noch Probleme mit der Reichweite und dem Energieverbrauch der Batterien. Wenn sie keinen Weg finden, diesen Rückstand aufzuholen, könnte Tesla einen großen Vorsprung auf dem Markt für Elektrofahrzeuge haben. Diese Technologie könnte auch außerhalb der Autoindustrie Anwendung finden. Elon Musk hat angedeutet, dass ähnliche Motorkonstruktionen in Flugzeugen und erneuerbaren Energiesystemen eingesetzt werden könnten. Es ist zwar unklar, wie das funktionieren würde, aber diese Ideen deuten darauf hin, dass Teslas Innovation mehr als nur Autos beeinflussen könnte. Die Gigafactories von Tesla werden eine große Rolle bei der Produktion dieser Motoren in großen Stückzahlen spielen und damit mehr Menschen Zugang zu leistungsstarken Elektrofahrzeugen verschaffen. Trotz der Begeisterung gibt es Bedenken, wie diese Hochgeschwindigkeits-EVs reguliert werden sollen. Die Autos von Tesla gehören bereits zu den schnellsten auf der Straße. Und dieser neue Motor steigert ihre Leistung noch weiter. Die Regierungen müssen möglicherweise Geschwindigkeitsbegrenzungen, Versicherungspolicen und Verkehrssicherheitsvorschriften überdenken, um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Tesla wird wahrscheinlich mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass seine Fahrzeuge die Sicherheits- und Gesetzesstandards erfüllen. Das nächste Ziel von Tesla besteht darin, diesen Motor für künftige Modelle zu perfektionieren, wobei der kommende Roadster sein volles Potenzial entfalten soll. Wenn er erfolgreich ist, könnte dieser neue Supersportwagen herkömmliche benzinbetriebene Sportwagen wie den Bugatti Chiron übertreffen. Der Roadster könnte beweisen, dass Elektroautos nicht nur besser für die Umwelt sind, sondern auch die schnellsten und leistungsstärksten Autos auf der Straße sein können. Während Tesla seine Innovationsführerschaft fortsetzt, müssen andere Autohersteller entscheiden, wie sie reagieren wollen. Einige werden vielleicht versuchen, ihre eigene Version dieses Motors zu entwickeln, während andere Schwierigkeiten haben werden, mitzuhalten.
Tesla hat einen neuen Standard für die Möglichkeiten von Elektroautos gesetzt. Und es ist klar, dass die Zukunft der Autoindustrie in Richtung mehr Geschwindigkeit, Leistung und Effizienz geht. Aber ist es wirklich der beste Weg, nur auf batteriebetriebene Autos zu setzen? Oder gibt es eine bessere Lösung für eine saubere Zukunft? Um mehr zu erfahren, schauen Sie weiter. Die Grenzen von batterieelektrischen Fahrzeugen herausfordern. Toyota ist der Meinung, dass die Zukunft des Automobils nicht nur von Autos abhängen sollte, deren Batterien mit Strom betrieben werden. Aus diesem Grund hat Toyota einen Motor entwickelt, der mit Wasserstoff betrieben wird. Da es in vielen Teilen der Welt keine geeigneten Strukturen wie Ladestationen oder gar eine zuverlässige Stromversorgung gibt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass es nicht die beste Lösung ist, von den Menschen zu erwarten, dass sie ausschließlich E-Fahrzeuge nutzen. Toyota ist der Meinung, dass die Menschen verschiedene Optionen haben sollten, einschließlich Motoren, die mit Wasserstoff, Hybriden und anderen Alternativen betrieben werden. Auch wenn der Absatz von Elektroautos steigt, weist Toyota darauf hin, dass sie immer noch nur einen kleinen Prozentsatz aller verkauften Autos ausmachen. Das Unternehmen prognostiziert, dass batteriebetriebene Elektroautos nicht mehr als 30% des Marktes ausmachen werden, was bedeutet, dass die meisten Autos weiterhin andere Kraftstoffquellen benötigen werden. Toyota hat sich darauf vorbereitet, indem es sich auf Wasserstoffmotoren konzentrierte, die weniger Schadstoffe freisetzen und gleichzeitig den Komfort von Gasmotoren bieten. Anstatt Benzin zu verwenden, verbrennt der mit Wasserstoff betriebene Motor Wasserstoff. Dieser Prozess erzeugt die Energie, die für den Betrieb des Autos benötigt wird, setzt aber nur Wasserdampf statt gefährlicher Gase frei. Der neue Motor von Toyota funktioniert fast genauso wie ein normaler Automotor. Aber er wurde für den Betrieb mit Wasserstoff entwickelt und nicht für Brennstoffzellenautos, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Hochleistungsfahrzeuge, darunter auch Rennwagen, werden von Toyotas Durchbruch erheblich profitieren, da Wasserstoff schneller verbrennt als Benzin, was höhere Geschwindigkeitsgrenzen und bessere Leistungen ermöglicht. Toyota hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 vollständig kohlenstoffneutral zu werden und die Schadstoffemissionen auf nahezu null zu reduzieren. Während das Unternehmen weiterhin batteriebetriebene E-Fahrzeuge herstellt, investiert es auch stark in die Wasserstoff- und Hybridtechnologie, um sicherzustellen, dass die Kunden mehrere nachhaltige Optionen haben. Neben der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Autos arbeitet Toyota auch am Ausbau der Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung und an der Verbesserung der Methoden zur Herstellung und Speicherung von Kraftstoff. Die Durchsetzung von Wasserstoffmotoren ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Eine große Hürde ist das Fehlen von Tankstellen. Im Gegensatz zu Tankstellen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge benötigen Wasserstofftankstellen eine spezielle Ausrüstung und sind kostspielig im Bau. Außerdem wirft die hohe Entflammbarkeit von Wasserstoff Sicherheitsbedenken auf. Als Antwort darauf entwickelt Toyota fortschrittliche Kraftstoffspeichersysteme und modernste Sensoren zur Erkennung von Lecks, um wasserstoffbetriebene Fahrzeuge so sicher wie möglich zu machen. Eine weitere Herausforderung ist die öffentliche Wahrnehmung. Viele Menschen wissen immer noch wenig über Wasserstoff und einige haben Bedenken wegen seiner Risiken. Aus diesem Grund klärt Toyota die Verbraucher aktiv über die Vorteile von Wasserstoff und dessen sichere und effiziente Nutzung auf. Statt auf eine einzige Lösung zu setzen, leistet Toyota mit mehreren Technologien Pionierarbeit, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren und eine nachhaltigere Zukunft des Verkehrs zu schaffen. Aber die große Frage bleibt, könnte Toyotas revolutionärer Motor die Elektroautoindustrie, wie wir sie kennen, umkrempeln? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu mögen, zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie kein Update verpassen. Und wenn Sie neugierig auf weitere aufregende Durchbrüche in der Automobilbranche oder auf Ihre Lieblingsstories sind, klicken Sie auf das nächste Video auf Ihrem Bildschirm. Wir sehen uns dort.